Fühlst du dich manchmal steif und unbeweglich? Jede Bewegung ist unangenehm und tut weh. Doch was kannst du tun, um dich endlich besser zu fühlen? Hallo, ich bin Susanne Mücke, ich bin Physiotherapeutin und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, euch durch einfache und effektive Übungen euch euren Körper näher zu bringen. Ganz nach dem Motto Love yourself first. Heute beschäftigen wir uns mit Kopfschmerzen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Schmerzen auf zwei Arten entstehen können. Zum einen kann es natürlich sein, dass schmerzleitende Bahnen im Körper geschädigt worden sind. Zum Beispiel durch einen Unfall oder durch sonstige Gewalteinwirkungen. Zum anderen kann es natürlich sein, dass Blockaden oder Muskelverspannungen die Ursache sind, weil sie Schmerzrezeptoren einfach reizen und zerquetschen. Das vielleicht einleuchtendste Beispiel hierbei ist der Bandscheibenvorfall. Die Bandscheibe kommt raus und drückt dort auf die dort austretenden Nerven. Der Körper nimmt das natürlich wahr und gibt uns ein Signal in Form von Schmerz. Viele Menschen beklagen zudem eine immer mehr zunehmende Unbeweglichkeit des Kopfes, wie zum Beispiel der Schulterblick, der gar nicht mehr so möglich ist, wie man es gewohnt war. Aber vielleicht stellt ihr fest, dass nicht nur Kopfschmerzen das einzige Symptom sind, sondern dass eure Hand plötzlich taub wird oder dass es sich anfühlt, als würden 1000 Ameisen durch euren ganzen Arm wandern. Das alles sind Symptome von einem gequetschten Nerven, sei es durch Muskelverspannungen oder Blockaden. Doch wie kriegt man all das wieder in den Griff? Zum einen muss man verstehen, dass wenn ein Muskel sich anspannt, er sich zusammenzieht. Bei manchen Menschen kann man das anhand des Bizeps gut erkennen. Das heißt, es bildet sich hier eine Art Kugel. So, das heißt, der Muskel zieht sich zusammen und dann ist hier das, was absteht. So, dem entgegen steht natürlich die Dehnung. Das heißt, der Muskel wird wieder lang und entspannt sich. Wenn ihr jetzt mit eurer Hand an den Nacken geht, ungefähr hier in diesem Bereich, und dort ein bisschen abtastet, dann solltet ihr feststellen, dass auch dort sich so eine Art Kugel befindet. Entweder so oder eben ein ganzer Muskelstrang, der einfach nur hart ist. So, man kann dann da so ein bisschen hin und her rollen und kann den eigentlich relativ gut ertasten. Diesen harten Punkt gilt es zu eliminieren. Das heißt, ihr könnt euch das vorstellen wie beim Bügeln. Ihr habt hier die Kugel, hier ist euer Bügeleisen und ihr macht eigentlich das. Mit eurer Hand geht ihr jetzt an den dicksten Punkt, den ihr tasten könnt. Der befindet sich wahrscheinlich hier an der Ecke vom Schulterblatt. Dort legt ihr die Hand drauf und drückt den Muskel langsam runter, bis ihr merkt, dass der Druck sich erhöht. Hier ist es sehr wichtig, dass ihr keinerlei Ausstrahlungen habt in den Arm oder eben in den Kopf. Beim Dehnen ist es wichtig, dass die Seite, die gedehnt wird, das ist bei mir die rechte, dass die wirklich sehr locker ist. So, einfach runterhängen lassen. Jetzt geht ihr mit dem Kopf langsam in eine leichte Vordehnung und mit der Hand geht ihr jetzt wieder an den dicken Punkt, drückt langsam runter, bis ihr merkt, oh, hier ist meine Grenze, hier darf ich nicht weitergehen, weil sonst Schmerzen entstehen. Wenn ich euch jetzt pieksen würde oder kneifen würde, dann würdet ihr automatisch zusammenzucken. Und genau dasselbe passiert auch im Muskel. Das heißt, der Muskel bewegt sich statt in die Dehnung wieder in die Kontraktion, wie man sagt. Das heißt, er zieht sich zusammen. Eure Finger hakt ihr jetzt hier so ein bisschen ein, den Arm lasst ihr einfach fallen und wartet. Wichtig ist, dass man nicht nach 5 Sekunden schon aufhört zu dehnen. Das ist übrigens der größte Fehler, den die meisten Menschen machen. Wartet lieber auf den Moment, dass unter euren Fingern der Muskel langsam dahin schmilzt. Das merkt ihr auch, indem der Druckpunkt, dass der so ein bisschen nachlässt. Das heißt, der Druck wird wirklich weniger. Hier jetzt aber nicht mit den Fingern kräftiger drücken, sondern abwarten, bis es wirklich so nachgelassen hat, dass es sich wieder angenehm anfühlt. Wenn ihr diese Stelle hier jetzt gelöst habt, stellt ihr wahrscheinlich fest, dass drumherum immer noch alles hart ist. Das heißt, ihr wandert von dem Punkt, wo ihr gerade wart, wahrscheinlich merkt ihr hier auch diesen Strang, der sich hier weiter hochzieht, wandert ihr einfach eine Stelle weiter und macht dort genau dasselbe.
Anschließend geht ihr mit eurer Hand bis nach ganz oben, dort wo ihr merkt, dass der Schädel beginnt. Das ist dann so ein querer Knochen, der dann plötzlich auftaucht. Und streicht mit euren Fingern langsam an der Wirbelsäule entlang nach unten. Auf diesem Weg findet ihr wahrscheinlich Punkte, die härter sind als andere. Das heißt, dort wo ihr das merkt, bleibt ihr einfach einen Moment länger. Das sieht dann so aus, ihr seid hier ist hart. Dann wartet ihr, bis dieser Punkt etwas nachlässt, geht weiter runter, oh, noch einer, auch abwarten, bis er so ein bisschen weicher wird, noch einer, bis nach unten. Nochmal, ganz wichtig, macht diese Übung wirklich im schmerzfreien Bereich. Es gibt einen Unterschied von unangenehm zu schmerzhaft. Schmerzhaft ist, wie gesagt, schon wieder etwas zu viel. Das heißt, ihr nehmt den Druck ein bisschen raus, bis ihr an den Punkt ankommt, wo ihr denkt, das ist eigentlich noch tragbar, hier ist meine Grenze. Und zweitens, macht es wirklich mit Geduld. Je nachdem, wie stark verspannt ein Muskel ist, kann es mal kürzer, aber auch mal länger dauern. Ich empfehle eigentlich so eine Dehnendauer zwischen 20 und 30 Sekunden oder noch besser, bis ihr unter euren Fingern wirklich merkt, dass der Druck nachlässt und dass der Muskel auch wirklich weicher wird. Das ist eigentlich auch mein Zeichen dafür, dass das, was ich gerade tue, also diese Dehnung, dass die auch wirklich erfolgreich ist und was gebracht hat. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vor allen Dingen auch geholfen. Wenn es so ist, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch immer auf dem Laufenden bleibt. Euer Feedback könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich lese es mir dann durch und versuche das Beste draus zu machen. Bleibt gesund, eure Susanne.